Es scheint, als würde dieses Gemälde eine Einladung aussprechen. Setz dich an den Tisch, greif zu, nimm das Messer, beleg das knusprige Brot mit goldgelber Butter. Dass das so gut klappt und dass man sich so eingeladen fühlt, das liegt an einem Kniff, den der Künstler Pieter Claesz hier im 17. Jahrhundert angewendet hat. Er hat die Perspektive auf den Tisch und die Position des Messers genauso gewählt, dass man den Eindruck hat, man könnte sich setzen, und weil der Messergriff ein kleines Stück über den Tisch übersteht und so aussieht, als würde er aus dem Bild rausschauen, deshalb hat man das Gefühl, man könne sich hinsetzen und das Messer nehmen. Dass dieser Kniff so gut funktioniert, ist genauso toll gemacht, wie das ganze Bild und alle Dinge auf dem Tisch auch detailreich und wunderbar wiedergegeben sind. Man hat den Eindruck, jede Erdbeere sieht anders aus. Jeder Brotkrümel spiegelt sich in dem Zinnteller, und bei dem Glas mit dem Weißwein hier hinten, da sieht man sogar einen kleinen Wassertropfen außen auf dem Glas, weil die kalte Flüssigkeit eingegossen wurde und das Glas beschlagen ist. Immer wenn ich mit besuchenden Gruppen vor diesem Bild stehe, dann sind die total fasziniert von der Malweise. Aber ganz darüber hinaus erzählt dieses Bild auch ein kleines Stückchen Wirtschaftsgeschichte des 17. Jahrhunderts. Das Glas, in dem sich der Rotwein befindet, mit dem aufwendigen Fuß, solche Gläser, die konnte man nur in der Umgebung von Venedig kaufen. Und wahrscheinlich kommt auch der Rotwein aus Italien. Aprikosen und Pfirsiche, die kommen aus Asien zu dieser Zeit. Und die weiße Tischdecke, die wir hier sehen, an deren Muster kann man erkennen, dass es sich um eine Damastweberei handelt. Auch etwas, das aus dem fernen Osten über Persien und die Türkei nach Europa importiert wurde. Naja, und ganz rechts das Schälchen mit den Erdbeeren, das ist chinesisches Wanli-Porzellan, hergestellt zu einer Zeit, als man in Europa noch gar nicht wusste, wie man Porzellan herstellt. All diese Dinge auf dem Tisch, die konnten auf einem niederländischen Tisch nur landen, weil zu dieser Zeit die Niederlande zu einer Welthandelsmacht aufstiegen. Als Global Player mit einer riesigen Schiffsflotte fuhren sie um die ganze Welt und brachten Waren nach Amsterdam, das zum Umschlagplatz für alle möglichen Luxusgüter wurde, vom Kaffee über den Tee zu Tabak, Porzellan, Spitzen und Deckchen. Die großen Schiffskompanien, die VOC und die WIC, waren zu dieser Zeit die größten Wirtschaftsunternehmen Europas. Tatsächlich aber hatte der Handel auch eine Schattenseite, denn mit dem florierenden Seehandel verhandelte man auch Sklaven, und viele der guten Dinge wie Tabak, Kaffee und Gewürze konnten aus den Kolonialstaaten nur deshalb erwirtschaftet werden, weil dort die Bevölkerung ausgebeutet wurde. Von diesen Schattenseiten erzählt der Tisch nicht.